Dieser Elefant erkannte seine Retterin nach 20 Jahren wieder. Ihre Reaktion ist unbeschreiblich. Vor 20 Jahren rettete diese Frau einen sterbenden Elefantenbaby. Was heute passierte, als sie sich wiedersahen, brachte selbst die härtesten Tierpfleger zum Weinen. Das Unglaubliche ist, der Elefant erkannte sie sofort, obwohl Wissenschaftler sagten, das sei unmöglich. In den nächsten 12 Minuten zeige ich dir nicht nur diese herzzerreißende Wiedersehensszene, sondern auch die schockierende Wahrheit über das Gedächtnis von Elefanten, die alles verändert, was wir über Tierintelligenz zu wissen glaubten. Bevor wir beginnen, vergesst nicht, dieses Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren herzerwärmenden Geschichten wie diese verpasst. Für euch ist das kostenlos, aber für mich ist das sehr wichtig, wenn ihr den Kanal abonniert. Hauptgeschichte der Anfang, 1994, Kenia. Es war ein glühend heißer Tag im März 1994, als Dr. Sarah Mitchell, eine junge Tierärztin aus England, ihren ersten Einsatz in einem kenianischen Elefantenwaisenhaus antrat. Sie war gerade 28 Jahre alt und voller Idealismus, aber nichts hatte sie auf das vorbereitet, was sie an diesem Tag erleben würde. Am Rand des Reservats fanden die Ranger einen winzigen Elefantenbaby, nicht größer als ein großer Hund. Seine Mutter war Wilderern zum Opfer gefallen und das Baby war bereits seit Tagen allein. Es war so schwach, dass es kaum noch stehen konnte. Die anderen Tierpfleger schüttelten resigniert den Kopf. Der ist zu weit weg, den können wir nicht mehr retten. Aber Sarah gab nicht auf, sie kniete sich neben das sterbende Baby und sah in seine traurigen, fast menschlichen Augen. Du wirst überleben, flüsterte sie und begann sofort mit der Behandlung, die Rettung. Die nächsten 3 Monate wurden zur Hölle und zum Himmel zugleich. Sarah schlief neben dem kleinen Elefanten, den sie Django nannte, was in der lokalen Sprache Hoffnung bedeutet. Sie fütterte ihn alle 2 Stunden mit spezieller Milch, massierte seine schwachen Beine und sang ihm sogar vor, wenn er unruhig war. Die anderen Pfleger dachten, sie sei verrückt geworden. Du kannst nicht dein ganzes Leben für einen Elefanten aufgeben, sagten sie. Aber Sarah spürte eine Verbindung zu Django, die sie sich nicht erklären konnte. Langsam, sehr langsam, wurde Django stärker. Er begann zu spielen, zu erkunden und, das Wichtigste, er begann Sarah zu vertrauen. Wenn sie das Gehege betrat, rannte er sofort zu ihr. Wenn sie traurig war, legte er seinen kleinen Rüssel sanft auf ihre Schulter. Es war, als könnte er ihre Gefühle spüren. Der schmerzhafte Abschied. Nach einem Jahr war Django stark genug, um zu den anderen geretteten Elefanten zu ziehen. Sarah wusste, dass dies der richtige Schritt war. Django musste lernen, ein Elefant zu sein, nicht ein menschliches Haustier. Der Abschied war herzzerreißend. Als Sarah zum letzten Mal sein Gehege verließ, folgte Django ihr bis zum Zaun und streckte seinen Rüssel durch die Gitterstäbe. Sie berührte ihn ein letztes Mal und versprach: Ich vergesse dich nie, mein kleiner Freund. Wenige Monate später musste Sarah nach England zurückkehren. Ihr Vater war schwer erkrankt und sie hatte keine Wahl. Mit gebrochenem Herzen verließ sie Kenia und Django für immer, oder so dachte sie 20 Jahre später. Die Rückkehr 2014, 20 Jahre später, kehrte Dr. Sarah Mitchell nach Kenia zurück. Sie war jetzt 48, hatte graue Strähnen im Haar und war eine angesehene Tierärztin in London geworden. Aber Django hatte sie nie vergessen. Das Elefantenwaisenhaus hatte sie eingeladen, bei einer Dokumentation über ihre Arbeit mitzuwirken. Sarah war nervös. Würde sie überhaupt noch jemand erkennen? Waren die Elefanten, die sie damals gerettet hatte, noch am Leben? Als sie das Reservat betrat, führte man sie zu einer Gruppe erwachsener Elefanten. Das sind einige unserer Erfolgsgeschichten, erklärte der Leiter. Elefanten, die als Babys zu uns kamen und jetzt ein normales Leben führen. Sarah schaute in die Gruppe und suchte nach vertrauten Gesichtern. Plötzlich hob einer der größten Bullen den Kopf. Er war riesig, über 3 Meter hoch und mehrere Tonnen schwer. Für einen Moment starrten sie sich an. Der unglaubliche Moment. Dann passierte etwas, was niemand für möglich gehalten hätte. Der große Elefant begann zu trompeten, nicht aggressiv, sondern in einem Ton, den Sarah sofort erkannte. Es war der gleiche Laut, den Django als Baby gemacht hatte, wenn er sie sah. Das ist unmöglich, flüsterte der Reservatsleiter. Elefanten erkennen Menschen nach so langer Zeit nicht wieder. Aber Django, denn er war es, bewies das Gegenteil. Er rannte auf Sarah zu, so schnell seine massigen Beine ihn trugen. Die anderen Pfleger schrien vor Schreck und wollten Sarah wegziehen, aber sie blieb stehen. Django stoppte direkt vor ihr und senkte seinen gewaltigen Kopf. Dann, ganz sanft, berührte er mit seinem Rüssel ihr Gesicht, genauso wie er es als Baby getan hatte. Sarah brach in Tränen aus und legte ihre Hände auf seinen Rüssel. »Hallo, mein großer Junge«, flüsterte sie, »du hast mich nicht vergessen.« Die wissenschaftliche Sensation, was dann geschah, verblüffte selbst erfahrene Elefantenforscher. Django begann, Sarah durch das gesamte Reservat zu führen, als wollte er ihr sein Leben zeigen. Er stellte sie anderen Elefanten vor, zeigte ihr seine Lieblingsstellen und blieb die ganze Zeit dicht bei ihr. Dr. James Morrison, ein Elefantenforscher, der die Szene filmte, sagte später:
In 30 Jahren Forschung habe ich so etwas nie gesehen. Die emotionale Intelligenz und das Langzeitgedächtnis, die Django zeigte, übertreffen alles, was wir über Elefanten zu wissen glaubten. Die Wahrheit über Elefantengedächtnis. Diese Begegnung führte zu bahnbrechenden Erkenntnissen über Elefanten. Langzeitgedächtnis. Elefanten können sich tatsächlich jahrzehntelang an Menschen erinnern, besonders an solche, die ihnen in kritischen Lebensphasen geholfen haben. Emotionale Bindungen. Die Bindung zwischen Sarah und Django war nicht nur Instinkt, es war echte Zuneigung und Dankbarkeit, Gesichtserkennung. Elefanten können menschliche Gesichter unterscheiden und sich an sie erinnern, auch nach extremen Zeiträumen. Das Wiedersehen heute, Sarah besucht Django jetzt regelmäßig. Jedes Mal, wenn sie kommt, zeigt er die gleiche Freude wie beim ersten Wiedersehen. Er hat sogar gelernt, sie am Klang ihres Autos zu erkennen und wartet bereits am Zaun, wenn sie ankommt. Es ist, als hätte die Zeit stillgestanden, sagt Sarah. Die Liebe zwischen uns ist genauso stark wie vor 20 Jahren. Schluss. Diese Geschichte beweist, dass die Bindung zwischen Mensch und Tier tiefer geht, als wir je gedacht haben. Django vergaß nie die Frau, die ihm das Leben rettete, und Sarah vergaß nie den kleinen Elefanten, der ihr Herz eroberte. Wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann like das Video und abonniere den Kanal für mehr unglaubliche Geschichten über die Verbindung zwischen Menschen und Tieren. Und vergiss nicht, manchmal sind es die kleinsten Gesten der Liebe, die ein Leben lang in Erinnerung bleiben.